Jetzt kommen wir zum nächsten Teil unserer Erklärung. Hier sehen Sie, der eine Kunde hat den Auftrag gecancelt. Das heißt, ja, er hat sich anders überlegt, er hat nicht bezahlt, er hat den Auftrag einfach gecancelt. Kann man nichts machen, das passiert, er bleibt trotzdem zur Referenz in der Liste. Sie sehen jetzt hier in Bearbeitung, hier ist noch eine ausstehende Zahlung, den haben Sie schon fertig, die anderen sind neu, den können Sie annehmen, die sollten Sie sehen, dass Sie sie annehmen können. Und jetzt kümmern wir uns um den in Bearbeitung. Das heißt, hier gehen Sie rein und jetzt wäre es gut, wenn Sie jetzt den drucken, dass Sie hier den auf Drucken setzen. Dann bekommt der Kunde ein E-Mail und weiß, dass Sie das gerade drucken und Sie vermeiden Rückfragen. Wenn der Druck erledigt ist, ja, oder Sie müssen nochmal drucken, jetzt kriegt er wieder ein E-Mail, nur weil Sie das gesetzt haben. Wenn der Druck erledigt ist, ist es auch erledigt. Wenn Sie beide erledigt haben, können Sie hier oben erledigt drücken oder hier bei dem, wenn Sie hier auf Drucken gehen, weiß der Kunde jetzt, aha, die 32 sind erledigt und das druckt gerade. Das ist ganz wichtig für die Kommunikation mit dem Kunden, damit er immer weiß, was passiert. Wenn Ihr Drucker online ist, macht das System das automatisch. Und jetzt, wenn Sie den auf erledigt setzen, dann wird morgen zur Post gebracht. Und genau diese Meldung sieht jetzt der Kunde. So, und dann, wenn Sie das Paket zur Post bringen, bekommen Sie eine Tracking-Nummer. Und hier steht die letzte Meldung. Und was passiert? Hier schreiben Sie bitte Tracking XXX, ich habe jetzt die Nummer nicht bei der Hand dabei, und drücken auf Aktualisieren. Ja? Und dann bekommt der Kunde ein Update. Wenn Sie Kabelpaket zurückbekommen, auch auf Aktualisieren, dann bekommt der Kunde wieder eine Meldung. Und der Kunde sieht dann immer die letzte Meldung auf seiner Seite. Das heißt, wir sind jetzt im Status liefern und der Kunde muss Ihnen jetzt quasi sagen, dass er das Paket bekommen hat. Und hier, wenn Sie auf Information gehen, können Sie jederzeit die Meldung schicken. Einfach den Text überschreiben, aktualisieren und der Kunde ist immer am letzten Stand der Information.